Russland hat solche geheimen Naturkräfte, durch die es wieder zu einer Supermacht werden kann. Einerseits ist ein großer Teil Russlands derzeit mit Schnee bedeckt, andererseits haben ihn NATO-Verbündete dicht umzingelt. Was hält Russland, das nach Amerika die größte Militärmacht der Welt hat, davon ab, eine Supermacht zu werden? Die Supermacht, deren Titel derzeit bei Amerika liegt. Es wird nach Russland zurückkommen. Aber die Frage ist wie, welche Veränderungen werden in der geografischen Lage Russlands eintreten, die es wieder zu einer Supermacht machen werden? Willkommen Sie noch einmal in den Filme-Geschichte-Videos. Zuschauer, wir alle wissen, dass Russland flächenmäßig das größte Land der Welt ist. Wenn es im Westen Russlands Zeit für Sonnenaufgang ist mit einer Fläche von 17,1 Millionen Quadratkilometern, ist Russland so groß, dass 204 Vereinigte Arabische Emirate oder 5 Indien oder 8 Saudi-Arabien oder 19 Pakistan-ähnliche Länder darin Platz finden. Russland ist nicht nur flächenmäßig groß, sondern verfügt auch über die größten unterirdischen Öl- und Gasreserven der Welt. Russland liegt bei den Erdgasreserven an erster Stelle, während es bei den Ölreserven den 8. Platz belegt. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 gibt es viele Länder in Europa, die vollständig von russischem Gas abhängig sind. Und im Durchschnitt kommen 40% des Gases in ganz Europa aus Russland. Das heißt, wenn Russland aufhört, Europa Gas zu geben, dann kann das einen sehr schlechten Einfluss auf die Wirtschaft von ganz Europa haben. Abgesehen davon, dass es das größte und reichste Land an natürlichen Ressourcen ist Russland auch ein großer Exporteur von Weizen. Der größte Anteil an Weizenprodukten auf der ganzen Welt stammt aus Russland. Das heißt etwa 18%. Neben all diesen Vorteilen gibt es mit Russland auch ein großes geografisches Problem, was Russland ständig daran hindert, das stärkste Land zu werden, und das heißt, der größte Teil des russischen Landes liegt, aufgrund des extrem kalten Wetters völlig nutzlos da. Dieser Teil fällt unter Sibirien, wo die Durchschnittstemperatur für das ganze Jahr nur 0,5 Grad Celsius beträgt. Auch die kälteste Stadt der Welt liegt in diesem Teil Russlands, wo die Temperatur im Winter 71 Grad Celsius erreicht. Und wir kennen diese Stadt unter dem Namen Oymyakon. Da ein großer Teil Russlands unter extremen Wetterbedingungen leidet, ist die Bevölkerung Russlands flächenmäßig sehr gering. Und zweitens leben 75% der Gesamtbevölkerung Russlands in diesem 20%igen Teil Russlands. Dies ist ein Problem, das Russland seit Jahrhunderten zu lösen versucht, aber es blieb trotzdem erfolglos. Nicht nur flächenmäßig ist die Küstenlinie Russlands auch viel größer als die Küstenlinie Amerikas. Die Küstenlinie Russlands erstreckt sich über 37,650 Kilometer. Aber auch hier ist Russland Opfer vieler Probleme. Tatsächlich ist es der Arktische Ozean, der die meiste Zeit des Jahres eisig bleibt. Das heißt, obwohl es eine so riesige Küste hat, ist es für Russland nutzlos. Jetzt haben Länder offensichtlich mehr Zugang zum Meer und können mit mehr Ländern Handel treiben. Mehr Trades bedeutet, dass es mächtiger werden kann, denn der Ozean ist schließlich das einzige Transportmittel, über das Produkte zu extrem günstigen Preisen in die ganze Welt transportiert werden können. Wegen des Eises ist es für die Frachtschiffe nicht nur schwierig, sich zu bewegen, sondern es kann sich auch als sehr gefährlich erweisen. Trotz einer so großen Küstenlinie handelt Russland nur mit großen Schwierigkeiten mit anderen Ländern. Im Moment wird der gesamte Handel des Landes über diese 3 Häfen abgewickelt. Einer davon ist in diesem Osten Russlands als Wladiwostok-Hafen bekannt, wo Wasser mehrere Monate lang Eis bleibt, aber wenn von hier aus in der Sommersaison der Handel beginnt, müssen die Frachtschiffe Russlands den von Japan kontrollierten Ozean passieren. Und Japan ist ein sehr starker verbündeter Partner von Amerika und der NATO. Die NATO ist eine solche Union von Ländern, die nur geschaffen wurde, um gegen Russland vorzugehen. Das heißt, wenn Russland versucht, ein NATO-Land anzugreifen, werden alle anderen NATO-Staaten dies unterstützen.
Auf der anderen Seite steht auch der russische Hafen St. Petersburg vor der gleichen Situation. Der Ort bleibt mehrere Monate lang eisig und während der Saison müssen Frachtschiffe alle Länder passieren, die Mitglieder oder verbündete Partner der NATO und Amerikas sind. Der dritte ist der Hafen von Novorossiysk, der am Schwarzen Meer im Süden Russlands liegt. Hier ist das Eis kein großes Thema, aber die Frachtschiffe müssen den engen Korridor in der Nähe der Türkei passieren. Also auch hier hat Russland nicht die Freiheit, frei zu handeln. Natürlich sind die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei inzwischen viel besser geworden, aber die Türkei ist dennoch Mitglied der NATO. Das heißt, auch hier befindet sich Russland in einer prekären Lage. Trotz einer so großen Küstenlinie muss Russland zunächst auf das richtige Wetter warten, um den Handel über diese Häfen aufnehmen zu können, und muss dann mit Erlaubnis der feindlichen NATO-Staaten passieren. Trotzdem steht Russland im BIP-Ranking auf Platz 11. BIP bedeutet Bruttoinlandsprodukt, vereinfacht ausgedrückt wird das kombinierte Einkommen aller Menschen in einem Land als BIP bezeichnet. Aus dem BIP-Ranking wird der Erfolg eines Landes geschätzt. Dies ist jedoch keine genaue Methode, um die Macht eines Landes zu kennen. Wenn wir neben dem BIP über militärische Macht sprechen, dann hat das russische Militär die größte Anzahl an Atomsprengköpfen der Welt, mehr als Amerika. Das russische Militär gilt nach Amerika als die zweitstärkste Armee der Welt. Auch hier liegt es an der Kälte, dass Russland nicht die Nummer 1 ist. Es ist das kalte Wetter, aufgrund dessen es bisher niemandem gelungen ist, Russland zu erobern. Napoleon versuchte, Russland mit mehr als 6 Lakh Militärtruppen zu erobern, aber aufgrund dieses kalten Wetters musste seine Armee, ein Lakh von 6 Lakh Soldaten niederknien, die nur lebend zurückkehrten. Im Zweiten Weltkrieg griff Hitler Russland mit 3.80000 Soldaten an. Aber es bleibt ein weit hergeholter Traum, mehr als 1 Million deutsche Soldaten wurden getötet, und der Rest der Überlebenden wurde von der russischen Armee gefangen genommen. Hitler war von dieser Niederlage so schockiert, dass er Selbstmord beging. Inzwischen müssen Sie auch bemerkt haben, dass es das kalte Wetter ist, das Russland am Fortschritt hindert. Das heißt, wenn dieses kalte Wetter Russlands beseitigt wird, kann es stärker werden, indem es das Meer im Norden für den Handel nutzt. Abgesehen davon sind viele Gebiete Russlands voll von wertvollen Mineralien, wie Gold, Uran und Diamanten. Aufgrund des kalten Wetters ist es jedoch nicht möglich, ihren Abbau durchzuführen. In Abwesenheit dieses kalten Wetters kann Russland durch den Abbau all dieser Mineralien und Metalle große Erfolgshöhen erreichen. Auch der größte Bedarf der Menschen ist Weizen. Wie Sie bereits wissen, ist Russland der größte Exporteur von Weizen. Wenn Russland der weltgrößte Weizenexporteur werden kann, indem es nur 20% seines Landes nutzt, stellen Sie sich dann vor, was es bei 100% Landnutzung nicht exportieren kann. Und wenn das passiert, dann kann es Amerika im BIP-Ranking weit hinter sich lassen. Überraschenderweise gibt es einen Weg, wie Russland dieses kalte Wetter loswerden kann, und das ist die globale Erwärmung. Aufgrund der globalen Erwärmung ist es möglich, dass Russland in den kommenden Jahren wieder zu einer Supermacht wird. Siehe diese Heatmap als Referenz, und das sind die Länder, in denen die Durchschnittstemperatur bis zu 11 bis 15 Grad Celsius beträgt, und diese Temperatur gilt als die beste Temperatur für die menschliche Produktivität. An Orten, an denen die Durchschnittstemperatur weniger als 11 Grad Celsius oder mehr als 15 Grad Celsius beträgt, beginnt die menschliche Produktivität zu sinken. Derzeit fällt diese Temperaturspanne auf Amerika, Europa, Japan, China und Südkorea, und überraschenderweise werden alle diese Länder als erfolgreiche Länder aufgeführt. Experten glauben jedoch, dass sich dieser Temperaturbereich aufgrund der jährlichen Eisschmelze aufgrund der globalen Erwärmung bis 2080 weiter nach Norden verschieben wird, und dann werden Alaska, Kanada, Grönland, Island und vor allem Russland glänzen. Laut der Analyse der NASA war 1979 das Eis des Arktischen Ozeans so gut sichtbar, aber im Laufe der Zeit schmolz dieses Eis und bis 2019 ist nur noch so viel Eis übrig.
Nach diesen Daten nimmt das Eis des Arktischen Ozeans jedes Jahr um 13% ab. Und wenn das alles so weitergeht, dann wird es bis 2035 kein Eis mehr im Arktischen Ozean geben. Und davon wird Russland am meisten profitieren. Neben all diesen Dingen hat Russland noch einen weiteren Vorteil. Der Meeresspiegel steigt aufgrund der Eisschmelze, aufgrund des Klimawandels von Tag zu Tag an. Das heißt, wenn der Meeresspiegel zuerst ansteigt, wird er die Küstenstädte verschlingen, Amerika, dessen Großstädte an der Küste gebaut sind, dazu gehört auch die Evakuierung ganzer Städte. Und das wird natürlich Millionen von Dollar kosten. Im Gegensatz dazu hat Russland, das nur 3 Städte am Meer hat. Und alle anderen großen Städte sind mindestens 600 Kilometer vom Meer entfernt. Diese Sache wird auch Russland in den kommenden Zeiten zugutekommen. Der Schweizer Kanal ist der Seeweg Ägyptens, der Asien mit Europa verbindet. Nicht nur aus China, sondern Schiffe aus ganz Asien müssen diesen Schweizer Kanal benutzen, um nach Europa zu gelangen. Dafür zahlen die Schiffe auch enorme Gebühren an die ägyptische Regierung. Jährlich nutzen rund 2000 Schiffe diesen Kanal, und jedes Schiff zahlt eine Mautsteuer von etwa $4,000 an die ägyptische Regierung. Das heißt, die ägyptische Regierung erhält $8 Milliarden für den Transit von 20.000 Schiffen pro Jahr. Vom Hafen Shanghai in China zum Hafen Rotterdam in Europa legen Schiffe eine Strecke von 18.000 Kilometer und 37 Tagen zurück, aber sobald das Eis im Arktischen Ozean schmilzt, werden die Schiffe Russland passieren. Verkürzung der Reise auf 10.500 Kilometer und 22 Tage von Shanghai nach Rotterdam. Das heißt, während chinesische Unternehmen Millionen von Dollar beim Transport einsparen werden, gleichzeitig zahlen sie natürlich eine hohe Mautgebühr an Russland, um sein kontrolliertes Meer zu passieren. Von der Landwirtschaft über Erdgas und den Abbau wertvoller Mineralien bis hin zum Bevölkerungswachstum in Russland. Der Klimawandel kann für Russland in allen Bereichen ein großer Segen sein. Und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Russland nach 50 oder 60 Jahren wieder zu einer Weltsupermacht aufsteigen wird. Ich hoffe, euch gefällt dieses Filme-Geschichte-Video und es wird geteilt. Meine aufrichtige Wertschätzung für Ihre liebevollen Kommentare. Wir treffen Sie in einem weiteren fantastischen Video.